Ich habe in einem vergangenen Video mal gezeigt, dass man gerade mal knapp über 3,4% mehr Energie rausholen kann, wenn man die Solarmodule jeden Monat erneut optimal zur Sonne ausrichtet, anstatt sie einfach das ganze Jahr über gleich ausgerichtet zu lassen. Wenn man es nur jedes halbe Jahr macht, sind es sogar nur unter 2%. Ich hatte trotz der detaillierten Excel-Werte das Gefühl, dass das nicht so gut greifbar war für viele von euch. Deshalb möchte ich das mit diesem Video anhand eines Beispiels etwas detaillierter ausleuchten. Mir ist dabei passend zu diesem Thema zufällig ein Video aus dem Channel Energie und Hobby in die Hände gefallen, das ein optimaler Ausgangspunkt für dieses Video ist. Der Ersteller des Videos erzählt von einem perfekten Wintertag, also schön kalt, was die Solarmodule ja mögen, und Sonne von morgens bis abends. Und, sehr wichtig, es liegt Schnee an diesem Tag, das heißt sehr viel Reflexion vom Boden aus. Und genialerweise kann er für diesen einen Tag ein perfektes Exempel erstellen, weil er erstens Solarpanels in unterschiedlichen Winkeln besitzt und zweitens so freundlich war, die Kilowattstunden pro Kilowatt Peak für diesen Tag bereitzustellen. Also quasi so gut bereinigt, dass man die Zahlen sehr gut für einen Vergleich heranziehen kann. Und laut des Erstellers des Videos hatte er an diesem Tag mit dem 75 Grad angewinkelten Solarpanel einen fast 40% höheren Ertrag als bei dem Panel mit dem 40 Grad Winkel. 40 Grad ist übrigens nah an dem Winkel, der als optimaler Winkel gilt, wenn man den Anstellwinkel das ganze Jahr über gleich lässt. Das Video wurde am 18. Dezember 2022 veröffentlicht. Ich gehe also davon aus, dass es sich um einen perfekten Tag im Dezember 2022 handelt. Da der Ersteller einen bayerischen oder fast fränkischen Dialekt hat, nehme ich an, dass sich das irgendwo in der Mitte Bayerns abgespielt hat. Ich habe mir exemplarisch mal die Daten für ein Kilowatt Panel für die Mitte Bayerns von PV-GIS runtergeladen. Und zwar einmal für ein 40 Grad angewinkeltes Panel und dann noch für 75 Grad. PV-GIS ist ein Online-Tool der European Commission, mit dem man anhand von Standort- und Wetterdaten abschätzen kann, wie viel Strom eine Photovoltaikanlage an einem bestimmten Ort erzeugen wird. Hier der Monat Dezember 2022. Weil das Wetter bei diesem Thema natürlich eine wichtige Rolle spielt, blende ich das mal mit ein. In Schwarz seht ihr die von PV-GIS runtergeladenen Erträge in Wattstunden für das 40 Grad Panel pro Kilowatt Peak und in Grün die Werte für das 75 Grad Panel. Am 18. Dezember wurde ja das Video hochgeladen und ich nehme jetzt mal an, dass der 13. Dezember dieser besagte perfekte Tag war. Mit den Daten von PV-GIS kriege ich allerdings nur einen Mehrertrag von 16% raus. Das liegt daran, dass PV-GIS natürlich nicht an jedem Ort Sensoren aufbauen kann, sondern anhand von Wetter- und Einstrahlungsdaten den Ertrag simuliert. Was dabei nicht mit einfließt, ist die Reflexion durch eventuell liegenden Schnee. Ich habe mir also auch nochmal Wetterdaten mit Schneefall runtergeladen und die KI ausrechnen lassen, wann in etwa Schnee hätte liegen können und die Tage mal mit so einer blauen Schneeflocke markiert. Ich kann die Werte an den Tagen also erstmal wieder löschen und ersetze sie dann durch die korrigierten Werte, in die der Reflexionseffekt, der auch Albedo-Effekt genannt wird, mit einfließt. Und siehe da, jetzt passen die Werte auch zu den Werten aus dem Video. Was hier auch auffällt ist, dass an bedeckten Tagen die flacheren 40 Grad Panel leicht im Vorteil sind. Das liegt daran, dass sie von dem diffusen Licht, das eben weiterhin hauptsächlich von oben kommt, mehr abbekommen. Wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, hat man am Ende des Monats nur noch ein Plus von etwa 5 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak mit dem steileren Panel. Das sind zwar etwa 15% mehr, aber wenn man das in das Verhältnis mit dem Jahresertrag setzt, sind diese 5 Kilowattstunden gerade mal 0,46% davon. Und der Effekt ist sehr gering und meiner Meinung nach nicht die Mühe wert, jeden Monat das Panel zu verstellen. Die Wintermonate sind solartechnisch einfach scheiße. Und da kann man über das Jahr verteilt halt auch wenig machen. Also, ich kann die Euphorie nachvollziehen, sie ist allerdings auf das Jahr verteilt unbedeutend. Außer man hat den ganzen Dezember und Januar Schnee und Sonnenschein. Aber wenn ich mir die Sonnenstunden im Dezember über die letzten 20 Jahre anschaue, ist das immer relativ gleich.